Hallo zusammen, willkommen zu unserem heutigen Abend in Leo, Lernraum entwickeln online. Wir haben uns heute Abend das Thema vorgenommen, Architektur trifft Artenschutz, Biodiversität im Schulbau. Dazu haben wir wirklich bombig hochkarätige Gäste eingeladen. Bei uns ist Carsten Stehr, ein Biologe, der aktuell im Projekt Tax arbeitet. Wir haben Manfred Dietzen, Landschaftsarchitekt von Grün macht Schule, und Jakob Rauscher, Baubotaniker und Architekt. Und wir freuen uns tierisch, dass alle da sind und mit uns im Anschluss an einen Impuls gleich noch ins Gespräch kommen. Den Impuls präsentiert der Basti Hirsch. Der ist Schulbauberater und Bildungsaktivist, und es präsentiert Petra Moog, die ist Biologin und auch Schulbauberaterin. Ja, dann übergebe ich mal an euch beide. Dankeschön für diese Einführung. Also, warum ist das Thema Biodiversität so groß und warum ist es auch für Schulen relevant? Viele von euch haben von dieser Krefelder Insektenstudie gehört, die halt unheimlich eingeschlagen hat. Und dort wurde über einen unheimlich langen Zeitraum, über 27 Jahre, an 63 Standorten in Naturschutzgebieten eben mit diesen Malesfallen, die man hier sieht im Bild, geschaut, wie viele flugaktive Insekten gibt es. Und mit dieser Methodik über solch einen langen Zeitraum an so vielen Orten konnte halt ein massiver Rückgang festgestellt werden. Und der ist eben nicht nur anekdotisch, sondern hiermit gut belegt und auch durch viele andere Studien gut belegt. Dennoch hat der Biodiversitätsverlust noch nicht dieselbe Wahrnehmung, Aufmerksamkeit wie die Klimakrise. Alle kennen diese Climate Stripes, die dann immer stärker ins Rote rutschen. Und es gibt hier mit diesen Biodiversity Stripes auch Überlegungen und Versuche, auch das Thema Artensterben, Biodiversitätsverlust ähnlich sichtbar zu machen und zu kommunizieren. Und hier im Beispiel der globale Biodiversitätsverlust, aber eben anhand dieser Vogelarten einfach mal dargestellt. Und grundsätzlich haben wir eben dieses Artensterben, wir kennen die roten Listen, gefährdete Arten, hören dann immer mal wieder, okay, diese Art gibt es jetzt nicht mehr oder nur noch ganz wenige, vielleicht die in Zoos noch überlegen. Und der globale Versuch, eben auch mit einer Gesetzgebung, mit internationalen Rahmenabkommen, ist eben zu sagen, wie können wir denn diesen Biodiversitätsverlust stoppen und entweder stabilisieren, um hier auf diesen gelben Pfad zu kommen, oder wie eigentlich die Vereinten Nationen herausgerufen haben, wie können wir zu einer Restauration unserer Ökosysteme kommen und dann auch wieder ein Anwachsen der Biodiversität haben, weil das eben auch aus wirtschaftlicher Sicht viel besser wäre und hier sehr viele Ökosystemdienstleistungen erbracht werden. Dazu gibt es auch ein globales Übereinkommen seit Dezember letzten Jahres, das UN-Biodiversitätsabkommen von Montreal-Kunming, was eben sich zum Ziel gesetzt hat, 30% der Landflächen, der Wasserflächen und Ähnliches zu schützen und diesen Artenverlust auch zu bremsen oder zu stoppen bei den bekannten Arten und nach Möglichkeit auch unbekannte Arten auch zu schützen. Und das ist im Grunde somit auch diese internationale Rahmenvereinbarung und etwas, was dann auch in der Gesetzgebung sich in der Europäischen Union und in Deutschland bis auf die kommunale Ebene auch niederschlagen wird. Ja, und ich mache jetzt weiter. Wie könnte man das denn machen von der europäischen Ebene auf die kommunale oder ganz lokal? Hier haben wir einen Schulhof in Berlin, der die Realität in Deutschland oder in Europa, muss man eigentlich sagen, darstellt. Wir haben hier maximal versiegelte Fläche. Das ist ein Projekt, das der Manfred Dietzen, den gleich noch näher erläutern kann. Ich würde jetzt gerne eure Aufmerksamkeit darauf richten, dass diese Schulhöfe, wenn man das ausrechnet, im Durchschnitt sind das 5 Quadratmeter für Schüler. Und wenn pro Schüler in Deutschland macht das an Fläche, die so versiegelt ist, konservativ gerechnet, etwa 4000 Hektar an Schulhoffläche, die anders aussehen könnte. Nächstes Bild.
Nämlich so. Und das können wir ja im Anschluss noch besprechen. Hier ist der gleiche Schulhof zu sehen und der ist hier begrünt. Und wenn man das dann ausrechnet, was das bedeuten würde, wenn man also davon ausgeht, dass 1 Hektar Wiese 6 Tonnen CO2 bindet, wir 4000 Hektar Schulhoffläche haben, die 90% versiegelt ist, und das auf Europa noch beziehen würde, das können wir ja noch weiter rechnen, ja, dann kämen wir auf eine jährliche CO2-Bindung von mehr als 180.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Also wenn ihr euch das mal überlegt, was das bedeutet. Wir könnten also, und was da alles leben würde, das sind ja ganz viele Biotope. Jetzt können wir ganz klein anfangen, in der Schule ganz, nicht gleich so groß, besser so groß, aber das kann ja nicht jede Schule. Aber ein Insektenhotel würde schon helfen, wie links gezeigt. Oder eine Kräuterspirale. Oder eben wie eben in Berlin. Gib mir mal das nächste Bild. Man kann natürlich noch weitergehen. Man könnte alle die Flächen, die nur ein bisschen, guck mal, ein kleiner Teich angelegt, da leben schon ganz viele Amphibien, es leben Insekten da und es ist ein Schulhof. Wenn man das weiterdenkt, wir können noch weiterdenken. Wir können uns vorstellen, dass die Fassaden begrünt sind. Die Fassade sieht doch, wenn man genau hinguckt, aus wie eine Wiese. Und die würde nicht nur den Lärm mildern, wie im rechten Bild gezeigt ist. Es ist ja wie eine Wiese, die Artenvielfalt wird erhöht. Die CO2-Aufnahme kann man ausrechnen. Und es senkt sich die Lufttemperatur in Gebäuden, die so grün sind. Und es gibt noch natürlich eine ganze Reihe anderer Effekte. Die kann man bei Nicole Foser gerne nachlesen. Die hat eine wunderbare Arbeit dazu geschrieben. Also es gibt viel, was man machen könnte. Und in Berlin ist man zu dieser Pflanze übergegangen und damit macht Basti weiter. Genau, es gibt das Projekt Fabikli. Da geht es um Fassadenbegrünung und Biomasseverwertung an Schulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ein Pilotprojekt an aktuell 3 Schulen, was dort vom unabhängigen Institut für Umweltfragen durchgeführt wird. Und das Besondere ist, dass sie hier eben so eine Art Seilzugsystem haben und diese schnell wachsenden Pflanzen sehr schnell und einfach abernten können und dann eben doch stofflich verwerten können. Und so sorgen die zum einen für Kühlung und können dann eben auch im Nachgang als Biomasse eben einfach verwertet werden. Und der Pflegeaufwand ist eben auch nicht so hoch. Da sind Feuerbohnen oder bestimmte Maissorten, die da genutzt werden und zum Teil auch angezüchtet werden. Ein weiteres Projekt, was recht spannend auch für kleinere Flächen ist, ist diese Aufforstung nach der sogenannten Miyawaki-Methode. Da hat sich eine globale Tiny Forest-Bewegung gebildet, die sagen, man kann unterschiedliche ortsspezifische Bäume auf sehr kleiner Fläche sehr dicht pflanzen und beschleunigt da im Grunde die Entstehung eines Waldes oder eines diverseren Gebiets, weil dort eben sehr viele Arten dann miteinander konkurrieren und sich aber auch gegenseitig unterstützen, schützen, Schatten spenden und dann auch hier neben den Bäumen auch Sträucher und andere Arten ihren Platz finden. Und das ist was aus Ansicht der Befürworter dieser Methode eben auch auf recht kleinen Grundstücken wie in Schulhoffläche oder Tennisplätze und ähnlicher Größenordnungen auch schon möglich wäre, damit voranzugehen und das auszuprobieren. Abschließend möchten wir euch ein ganz besonders beeindruckendes Projekt zeigen aus einem Vorort von Paris, im Südwesten Paris. Und das ist ein Projekt von Chartier Dali Architekten. Und die haben hier in diesem doch recht industriell geprägten Ort, hier gab es früher eine große Renault-Fabrik, sehr verdichtet, eben hier dieses Gebäude reingesetzt, was eine Grundschule und Gymnasium ist und eine Schule, die sich eben auch der Biodiversität und der Wissenschaft verschrieben hat. Eine der Besonderheiten ist eben diese Fassade, die unheimlich viele Nistplätze bietet für Insekten, für Vögel,
für bestimmte Pflanzen, die sich hier hochranken können. Und eben dann auch, wie auf dem ersten Bild gesehen, dieser Wald, der auch hier auf dem Dach entstanden ist. Es gibt dazu aber eben noch weitere Ökosysteme, eben auch diese Sträucher und Weiden, die dann zum Teil eben auch hier von Schülerinnen und Schülern mal abgemäht wurden. Das Besondere ist aber eben hier, dass das Ganze auch mit einem Ökologen zusammen entwickelt und beforscht wurde und hier festgestellt werden konnte in der letzten Untersuchung, dass es nach 5 Jahren über 345 Arten gezählt worden konnten. Das sind 207 Pflanzenarten, wie die wilde Möhre, die Schafgarbe und 138 Tierarten, die hier auf diesem Schulhof, auf diesem Schulgelände, an diesem Schulgebäude jetzt eben in der Großstadt tatsächlich ihren Platz gefunden haben und somit einen riesen Beitrag auch leisten. Und mit diesem Impuls möchten wir dann gerne unseren Impulsvertrag schließen und zur Diskussion mit unseren Gästen überleiten. Ja, wunderbar. Ich bin tief beeindruckt. Was gibt es für tolle Projekte? Was gibt es für tolle Möglichkeiten, die Flecken, die wir scheinbar noch gar nicht als Potenzial entdeckt haben, zu entwickeln und zu entdecken? Und ich bin jetzt richtig gespannt, was unsere 3 Gäste dazu beizutragen haben an Gedanken und Erfahrungen. Ich bitte euch noch mal ganz kurz vielleicht euch vorzustellen, wenn ihr euren Redebeitrag liefert. Wir haben das nicht abgesprochen, wer jetzt beginnt. Von daher würde ich sagen, verständigt euch. Wer zuerst kommt, mal zuerst. 3, 2, 1, Manfred, hau rein. Ja, vielleicht beginne ich mal. Manfred Dietzen, kurz nochmal Grün macht Schule in Berlin. Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Bestehen hier in Berlin und sind die Beratungsstelle, die aus 2 Senatsverwaltungen, aus der Senatsverwaltung für Umwelt und der Bildungsverwaltung gemeinsam mit 4 Personen das Projekt sozusagen ins Leben gerufen hat. Und wir beraten Schulen direkt in Berlin. Einmal geht es da um die Nachhaltigkeit der Schulen selbst, diese zu erhöhen auf den Schulhöfen, aber auch die Attraktivität für die Kinder, für Bildung, auch für Bewegung, Spiel zu verbessern. Wir haben in Berlin, ich greife da mal zurück auf die Flächen bundesweit, also wir vergleichen das so, unsere Schulhofflächen insgesamt würden zwei Tiergarten-Parkanlagen in Berlin darstellen, wenn man das auf einen Blick sehen würde. Und wie wichtig diese Fläche in Berlin ist, der Tiergarten, das ist allen Berlinern auch klar. Und dieses zerteilt nochmal in ein Netzwerk in der ganzen Stadt auf Schulhöfe, könnten natürlich ein Biotopverbundsystem erster Klasse darstellen, die gesamten öffentlichen grünen Flächen auch nochmal verbinden könnte. Wir versuchen natürlich das Möglichste zu tun, was in unserem Rahmen möglich ist an Begrünungen, an Schulhöfen. Das geht von Gehölzpflanzungen, meist kleineren Entsiedlungsmaßnahmen über die Herstellung von Schulgärten, aber auch unter anderem, ich habe schon erwähnt, auch Möglichkeiten für Kinder, sich in der Natur zu bewegen, Naturerfahrung zu machen und mehr Naturerfahrungsräume auf Grundschulen insbesondere anzudenken. Wir unterstützen das, haben auch ein kleines Förderprogramm, was die Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt. Viele Schulen sind sehr aktiv, da fehlt es oft an, ich sag mal so, an Fachkompetenz oder aber auch an ganz einfachen, simplen Sachmitteln, ob das Hochbeete sind, ob das Materialien sind wie Erde, Pflanzen. Und das unterstützen wir mit unserem Netzwerk auch hier in Berlin, was mittlerweile sehr stark ist auf allen Ebenen und wir das über unsere Senatsverwaltung sozusagen abwickeln. Das ist ja nicht nur das Berliner Netzwerk, sondern du bist ja auch noch international vernetzt. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, wir sind immer international oder schon immer international vernetzt. Grün macht Schule wurde ja vor dem Mauerfall eigentlich schon gegründet. In dieser Zeit wurden erste Grün macht Schule Projekte initiiert und die internationale Aufmerksamkeit auf die Stadt betrifft halt eben nicht nur die Stadtentwicklung und die politische Szene, sondern auch erste Projekte auf Freiflächen in Bildungseinrichtungen im Allgemeinen in Berlin. Also wir haben auch ein Kita-Programm, Grün macht Schule Kindergarten, und sehr viele tolle Kita-Projekte mit einer hohen Biodiversität mittlerweile, also nur noch das Allernötigste versiegelt, alles andere grün und ein Raum, wo Kinder sich bewegen und spielen können und auch Naturerfahrungen machen können. Die internationale Sache auf der einen Seite betrifft oft Interessenten aus ganz Europa, aber auch aus aller Welt, die diese Projekte im Internet auch finden oder auch im Netzwerk auf uns stoßen. Wir machen Exkursionen in Berlin zu Beispielprojekten, Kitas und Schulhöfe. Wir haben Gott sei Dank in Berlin schon sehr gute Modelle, die wir vorstellen können international. Und 2017 hatten wir eine große Konferenz zu diesem Thema, nachhaltige Schulhofentwicklung mit Teilnehmern aus 42 Ländern, glaube ich, war das, oder 41 Ländern, was wir organisiert hatten hier in der Stadt im Roten Rathaus. Und diese Vernetzung, die hält uns sozusagen auch auf dem Laufenden. Wir sind da in Berlin, sage ich mal, gut aufgestellt mittlerweile, aber auch in Europa, insbesondere Holland, Schweden, Norwegen, Dänemark, ist das Netzwerk sehr eng geworden mittlerweile und wir machen da auch viele Fortbildungsveranstaltungen, die wir dann im Ausland auch also 1-2 Mal im Jahr anbieten oder auch das in Berlin für die Gäste aus aller Welt anbieten hier in Berlin, wenn da Bedarf besteht. Ja, beeindruckend, vor allen Dingen, weil ihr das schon so lange tut. Ne? Und das ist eine langfristige Erfahrung, die ihr auch sammelt und die direkt nutzbar sind für alle, die sich dranhängen wollen und sich mit euch vernetzen wollen. Wie sieht es denn aus deiner Erfahrungswelt aus, Jakob? Du bist ja auch in einem ähnlichen Bereich tätig, aber nicht angeschlossen an eine Stadt, an eine ähnliche Organisation. Nee, genau. Also mein Bezug zu dem Thema Biodiversität und Schule kommt jetzt aus 2 Arten. Einerseits natürlich diese Phase 0 Schulentwicklungsverfahren in moderierten Planungsworkshops, die wir zusammen mit Otto Seidel machen. Aber zum anderen bin ich eben auch noch Partner beim Office for Living Architecture. Wir sind Architekten und Stadtplaner. Also jetzt keine Experten für Biodiversität. Da arbeiten wir gerne auch zusammen mit anderen Experten, wie zum Beispiel dem Thomas Haug von Animal Aided Studio, Animal Aided Design, die da mit reinkommen. Aber wir nähern uns von Seiten der Stadtplanung und der Architektur dem Grün an. Und unsere Vision ist eigentlich diese, sag mal ganz grob vereinfacht, diese mittelalterliche Trennung von Stadt und Landschaft auf der einen Seite, die natürlich dann im Lauf der Öffnung der Stadtmauer und des Boulevards und Parks, die wieder reinkamen und wo die Stadt so langsam mit der Natur wieder verschmolzen ist, das noch weiter zu treiben und die Architektur mit den Gebäuden auch zu verschmelzen und somit auch das Potenzial, also nicht nur den Freiraum zu begrünen, sondern tatsächlich auch Gebäude zu begrünen und dadurch auch, also nicht nur Freiräume und Dachflächen, sondern sogar auch Fassadenflächen zu begrünen und dadurch tatsächlich sogar mehr Grün zu schaffen, als wenn man nicht baut. Also in Anlehnung vielleicht an das Plus-Ökologiehaus, das mehr Energie produziert, als es verbraucht, zu sagen, vielleicht schaffen wir es auch, ein Plus-Ökologiehaus zu schaffen, zu sagen, also wir haben, obwohl wir bauen, danach mehr Natur als davor und daran arbeiten wir natürlich ganz stark und fokussieren uns dabei hauptsächlich auf Bäume, die dann an Fassaden stehen, an den Fassaden wachsen, mit den Fassaden verbunden werden, teilweise auch statische Funktionen übernehmen. Statische Funktionen übernehmen, da statische Funktionen, ja genau, ist eher längerfristiges, ist natürlich längerfristig angelegt, muss ein bisschen Zeit mitnehmen und das Projekt ist auch nie so ganz fertig, was natürlich auch das Selbstverständnis der Architekten in Frage stellt, ja, zu sagen, oder auch der Bauherren zu sagen, wann ist das Gebäude fertig, dann sagt man immer, nie. Ja. Es ist immer irgendwie und es wächst und es verändert sich und es stirbt auch ab und es wird neu gepflanzt und es wird gepflegt und man muss sich darum kümmern und dann entwickeln sich eben diese Dinge. Also spannend stelle ich mir da eben gerade auch vor, genau die Auflösung der scharfen Trennung zwischen drinnen und Gebäude und draußen und die Vermischung quasi. Also gibt es eben auch stellt sich die Frage, wo läuft Natur ins Gebäude rein?
oder wo läuft Gebäude raus? Also wie kann ich es auseinanderbringen? Und wenn du davon sprichst, statische Funktionen zu übertragen, die auch wachsen, eine Zeit brauchen, dann ist das für mich auch eine sehr spannende Fragestellung. Genau, da kommt natürlich auch, also man hat natürlich Schwierigkeiten mit vielen, sag mal, Normen und technischen und baurechtlichen Fragen, die sich natürlich wieder plötzlich stellen, so Tragfähigkeiten und Energiebedarfe, und das ist natürlich, ja, es ist so, also es gibt natürlich noch wenig konkrete Normen und Abläufe, wo man sich ganz drauf verlassen kann, sondern es ist auch viel ein Experimentierfeld und ein offenes Feld. Und die nächste Frage, die sich auch stellt, die wir jetzt, glaube ich, noch dieses Jahr noch diskutieren wollen, eben zusammen mit unserem Partner Ferdinand Ludwig, der an der TU München auch eine Professur hat, zu fragen, also wie viel Natur möchten wir auch, und wann wird es uns auch zu viel Natur? Ja, also zu sagen, so ein bisschen Bienen sind super, aber Moskitos dann doch lieber nicht, oder Moos ist toll, aber Schimmel, ja, also das ist natürlich immer die spannende Frage, sagen mehr Natur, ja, aber auch, wo ist die Schmerzgrenze, ja, wo es dann auch zu viel Natur wieder wird, und welches Maß an Komfort und Sauberkeit und Ordnung wollen wir natürlich noch mitbringen. Das ist auch eine spannende Frage, wo man sich da auch dann selber auch platzieren will. Aber ich glaube, wir sind auch weit davon entfernt, dass wir zu viel Natur haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, mehr Natur wäre sicherlich noch gut. Sind wir alle noch in einer Richtung? Genau, und was da auch nochmal als spannendes Thema eben noch dazu kommt, ist auch diese synergetischen Effekte eben zwischen Pflanzen und Gebäuden, die dazu stellen. Natürlich einerseits diese Verschattung und Verdunstungskühle, die natürlich die Pflanzen mitbringen, aber auch gleichzeitig auch die Gebäude als Wasserquelle für die Natur. Also wir produzieren ständig in den Gebäuden leicht verschmutztes Grauwasser mit bisschen Seifenreste, bisschen Fett drin, und dann geht das alles in die Kanalisation, und dann gießen wir den Garten mit Trinkwasser, ja, oder mit ein bisschen Regenwasser, was noch fällt, was jetzt auch weniger werden wird perspektivisch, und auch zu sagen, ja, das ist auch wieder dieses Wasser, das lokal anfällt, wird dann auch wieder lokal verwendet, um die Natur wieder zu bewässern, um dann auch wieder verdunstet zu werden, um den Stadtraum auch wieder direkt fühlen zu können. Also es könnte auch eine interessante Synergie für die kommenden Jahrzehnte. Wichtige Fragen stellen, die ressourcenschonend agieren bedeutet. Und dafür brauche ich eben Know-how und Wissen. Und da bringe ich jetzt den Carsten ins Gespräch. Genau, ich bin im Prinzip damit beschäftigt. Bitte. Genau. Ich bin im Prinzip derjenige, der mit Kindern und Jugendlichen auf diesen Schulhof rausgehen würde und bestimmen würde. Und wir im Förtax-Projekt hier am Museum König, wir haben auch noch ein paar andere Kooperationspartner, auch in der Biologie-Fachdidaktik, die uns dabei unterstützen, und im Saarland auch einen Kooperationspartner, der im Prinzip die Artenkenntnis bei Erwachsenen erweitern möchte. Mein Gebiet sind da die Kinder und Jugendliche. Uns fehlt es massiv an den Expertinnen und Experten, die Biodiversität benennen und beschreiben können. Und solange man diese nicht beschreiben kann, wird es schwierig, da auch weitgehende Maßnahmen zu machen, wenn man nicht weiß, was man schützen muss und kann. Und wir haben super wenige Artenkenner, und es ist auch eher ein aussterbender Astzweig. Und wir im Förtax-Projekt beschäftigen uns damit gerade, Kinder und Jugendliche für Artenkenntnis zu begeistern. Sowohl in Schul-AGs als auch freiwillige Kinder und Jugendliche kommen zu uns, um da über Arten und Artenkenntnis zu lernen. Wie bestimme ich Arten? Wie teile ich Arten in Gruppen ein? Das ist der erste Schritt, um Naturschutz betreiben zu können. Und wir haben zum Beispiel auch sogenannte Bioblitze schon auf Schulhöfen gemacht, dass wir mit Expertinnen und Experten auf Schulhöfe gegangen sind und da erstmal bestimmt haben, was haben wir denn überhaupt auf den Schulhöfen? Was ist direkt vor eurer Nase? Das ist erstaunlich, dass auch bei nicht begrünten Flächen auch super viel vorhanden ist. Man muss nur genau hinschauen. Was man dann allerdings auf begrünten Schulflächen findet, ist natürlich super. Also man findet da Artenvielfalt. Man findet aber auch viele Sachen, die viele Leute auch gar nicht kennen. Und Artenkenntnis ist so in unserem Projekt das Steckenpferd, womit wir versuchen, eben den Grundbaustein für Naturschutz zu legen. Für wen seid ihr da offen? Also wer kann zu euch kommen und sich Info, Wissen holen oder angeleitet werden oder aber euch auch ansprechen, um vielleicht die paar Experten zu finden, die es noch gibt? Wir im Förtax-Projekt bauen tatsächlich auch eine Datenbank auf. Die steht auch so in den
Startlöchern, wo man sich über bundesweite Projekte zur Artenkenntnis informieren kann. Da geht es dann darum, dass man auf dieses Datenportal gehen kann und schauen kann, wo in Deutschland gibt es überhaupt Projekte, Institutionen, Vereine, die sich mit Artenkenntnis beschäftigen. Wo kann ich hingehen, um meine Artenkenntnis zu erweitern? Und das ist im Förtax-Projekt eben auch ein Modul, womit wir uns beschäftigen, steht kurz vor der Veröffentlichung, wird bestimmt noch einen Monat dauern, dann ist es draußen, aber dann kann jeder dort auf dieses Datenportal gehen und die Vereine, Institutionen, die wir gefunden haben, stehen dann dort drauf und da kann man sich informieren, wo ich in Deutschland Artenkenntnis gewinnen kann. Ich denke, das ist ja auch ein Projekt, diese Datenbank, die nicht abgeschlossen ist, weil sich Menschen qualifizieren und beschäftigen und entwickeln und die Information kann dann auch in die Datenbank einfließen. Es wäre gut, wenn es eine Verbreitung hat. Genau. Und es wird jetzt in nächster Zeit kommen immer mehr Projekte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil wir Experten brauchen, die eben diese Artenkenntnis haben, diese Biodiversität erforschen, weil es super viele Organismen gibt, von denen wir absolut noch keine Datengrundlage haben. Und wir wissen überhaupt gar nicht, was wir da schützen müssen auch. Das ist wirklich eine super große Dunkelziffer von Biodiversität, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Mikroorganismen. Zum Beispiel. Ja, aber auch was Insekten angeht. Da sehr spannend. Ja. Ich würde ganz gerne noch eine Abschlussfrage, vielleicht gibt es da ein oder zwei, die darauf antworten wollen. Was würdet ihr euch von Beteiligten im Schulbau wünschen? Seine Schulleitung, seine Schulträger oder Architektinnen und Architekten im Hinblick auf den Artenschutz und die Biodiversität? Was können sie tun? Womit sollten sie anfangen? Ja, also vielleicht beginne ich da an der Stelle. Also ich würde mir tatsächlich eine Offenheit und auch eine Offenheit der Beratung dieser Institutionen, die verantwortlich sind, wünschen und auch das Interesse daran, mehr Interesse vielleicht und die Wichtigkeit wahrzunehmen und auch ernsthaft diese Probleme zu sehen und auch in die Zukunft nachhaltig auch gestalten zu wollen und Biodiversität auf den Flächen herstellen zu wollen. Das ist für mich ganz wichtig, weil oft ist das auch Unwissenheit, die einfach im Vordergrund steht bei ganz vielen Beteiligten und auch Verantwortlichen. Seien es Architekten, also Landschaftsarchitekten, meine Profession, die noch in der Ausbildung auch viel zu wenig genau auf dieses Thema eingeht während der Ausbildung. Da wünsche ich mir tatsächlich einen viel intensiveren Zugang, auch das unser Anliegen zu berücksichtigen bezüglich der Artenvielfalt. Es gibt da noch ganz viel Nachholbedarf bei den Verantwortlichen, weil oft Sachen auch nicht umgesetzt werden in diese Richtung, weil einfach die Kenntnis fehlt oder es falsch gemacht wurde. Und dadurch immer auch mit einem Fingerzeig da, es funktioniert nicht oder in diese Richtung. Also hier wünsche ich mir wirklich eine ernsthafte Beschäftigung damit, wie man grüne Schulhöfe plant, wie man das umsetzt, wie man Kinder beteiligt, auch die Planung richtig durchführt in der Beteiligung und damit auch tatsächlich funktionierende grüne Oasen in der Stadt schafft. Und da würde ich gerne mit allen gemeinsam an diesem Strang ziehen, auch den Verantwortlichen. Und das ist sehr unterschiedlich hier in Berlin, von Bezirk zu Bezirk, aber auch von Senatsverwaltung der Abteilungen, die für Bauen verantwortlich sind, die für Umweltschutz verantwortlich sind, doch eher, also in diesem Bereich, was Bildungsfreiräume angeht, sich mehr und tiefergehend zu informieren. Da würde ich mich auch direkt anschließen. Also ich glaube auch, ich würde mir auch eine Offenheit wünschen und auch die Möglichkeit oder den Wille über das Gewohnte hinauszudenken. Also ganz oft ist an Schulen sind ja gewohnte Lösungen, man kennt die Schule, das war schon immer so. Und dann zu sagen, nee, das könnte auch anders sein, das könnte auch gut funktionieren und auch den Freiraum auch als Lern- und Lebensort der Schüler auch ernst zu nehmen. Also gerade, wir merken das ganz oft in unseren Schulverfahren, wenn wir die Schüler fragen, wo sie am liebsten sind,
was der beliebteste Raum ist immer der Freiraum. Auch wenn es nur eine Asphaltfläche ist, wenn die gar nicht gepflegt ist, da sind die Schüler am liebsten. Und das auch ernst zu nehmen und zu sagen, das hat eine Funktion. Ja, der Raum als dritter Pädagoge, ja, und der Freiraum auch als dritter Pädagoge, wo ich auch eben ganz viel lernen kann, wo ich ganz viel entdecken kann, sei es jetzt kleine Insekten oder zum Beispiel, was auch ein schönes Beispiel ist, ist jetzt die Grundschule am Baumschulweg in Bremen. Die haben, da gibt es quasi eine Bienenklasse und eine Hühnerklasse und also einzelne Klassen, die sich dann um diese Tierarten kümmern, die dann auch quasi Produkte auch herstellen, die auch auf lokalen Märkten auch verkaufen und dann das in Matheunterricht wieder mit reinnehmen, was haben wir alles verkauft, was haben wir eingenommen. Und also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch das Lernen an der Schule auch mit dem Freiraum eben auch direkt zu verknüpfen. Und dann natürlich noch eben, der Manfred hat es ja schon genannt, auch zu sagen, wir sind auch Teil des Quartiers und Teil des Stadtraums und auch das auch ernst zu nehmen, zu sagen, auch dafür können wir uns öffnen und was leisten. Sei es jetzt als Biotopvernetzung, sei es jetzt auch als erlebbarer Freiraum oder auch nur als kühle Oase im überhitzten Sommer. Großartig, vielen Dank für euren Appell. Leider ist unsere Zeit jetzt vorbei. Deswegen danke ich euch sehr. Ich bin tief beeindruckt über die Impulse und den Input und hoffe, dass wir mit unserem kleinen Beitrag auch diese Diskussion anregen und anschieben können. Hier noch ein Hinweis. Basti, willst du den vielleicht machen? Sehr gern. In unserer nächsten Folge am 27. April gehen wir weiter zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung und wollen über Lernräume für nachhaltige Entwicklung sprechen. Impulsgeber hier sind Dr. Petra Moog und Florian Kretschmer, der unter anderem BNE-Koordinator ist als Lehrer. Und deswegen ein Termin, den man sich jetzt schon vormerken sollte. Herzlichen Dank und bis dahin.